Ja, wie immer am Anfang die ersten 540 Höhenmeter bereits absolviert auf 10 Kilometer jetzt genau bis zu der Abzweigung hier. Da geht es nach Cinque Terre, kommend hier vom Meer. Und die Anfahrt ist halt immer dieselbe. Man muss hier hoch auf die Küstenstraße, 550 Höhenmeter. Und dann kommt hier eben die Abzweigung zu den 5 Dörfern. Wir schauen mal auf die Schilder. Und zwar geht es ja heute nach Manarola, das steht hier, 15 Kilometer noch. Und Rio Maggiore, das ist dann 5 Kilometer weiter. Ich werde heute wieder beide Dörfer machen, auf einer Fahrt, aber 2 Videos draus machen, damit es alles schön chronologisch ist und geordnet. Und ja, jetzt trinke ich noch ein bisschen was, erhole mich. Irgendwie bin ich nicht mehr so fit wie vorher oder früher. Irgendwas, vielleicht das Alter, keine Ahnung. Oder bin zu faul geworden. Zu dick bin ich auch geworden. Auf jeden Fall quäle ich mich trotzdem durch. Es geht dann hier wieder entlang auf die schöne Küstenstraße. Viel Spaß bei den folgenden Bildern. Ja, 16 Grad hat es heute nur, nicht so schön und sonnig wie die letzten Tage, heute ein bisschen bewölkt, aber das passt mir ganz gut, weil dann ist es auch nicht so anstrengend berghoch. Und hier nochmal der Ausblick. Ja, und somit ist es dann angenehmer, es kühlt dann doch ein bisschen auf der Haut und man leidet nicht so in der Sonne. Also, los geht's, weiter geht's, ab nach Manarola. So, da geht's wieder runter, steil runter nach Vernazzo und Corniglia, aber heute nicht. Aber wenn ihr hier mal herkommt und da runterfahrt mit dem Rad, macht euch auf was gefasst, wenn ihr wieder hochfahrt. Es ist kein Zuckerschlecken, da hat's immer 14, 15, manchmal 17%. Also ist schon knackig. Für mich geht's jetzt hier weiter an der Küste nach Manarola. Mal gucken, das ist jetzt ein neuer Abschnitt, kenne ich noch nicht. Let's go! Da unten sieht man schon Manarola. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Ich sehe es auf jeden Fall. Da hinten auf dem Felsen. So, ich habe jetzt mal auf 5K umgestellt. Das ist Corniglia. Da war ich ja im letzten Video. Und da hinten, dieses kleine Fleckchen, das ist Manarola, da geht es jetzt hin. Das ist halt alles nicht weit voneinander entfernt. Das sind vielleicht 2 Kilometer Luftlinie, wenn überhaupt. Und über die Straße hier sind es jeweils immer so 5 Kilometer, in 5 Kilometer Abständen circa. Und irgendwo ganz da hinten ist dann Rio Maggiore, da geht es dann als letztes hin, aber separates Video. Hier sind doch ein paar Radfahrer unterwegs, auch
wenn manche den Motor benutzen, aber das ist ja egal. Sie sind draußen, sie fahren kein Auto, sie bewegen sich, passt. Das ist hier so ein Transportsystem, wo die dann die Sachen hier über so eine Schiene runter ins Dorf transportieren, wie so ein Lift. Und da geht auch gleichzeitig schon hier so ein kleiner Pfad runter, da sieht man schon Leute runter wandern. Und da hinten haben wir schon Rio Maggiore, wie es scheint. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil die Straße geht ja hier jetzt weiter. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich dann in das andere Dorf komme. Ja, wir werden sehen. So, hier sieht man nochmal Cornelia, wo ich ja gestern war, also im letzten Video. Ja, hier Throns auf dem Felsen, sieht wunderschön aus. Und Manarola, das liegt hier unterhalb dieses Abhangs hier. Hat man ja vorher bei der Anfahrt jetzt schon gesehen, habe sie kurz gefilmt. Aber ich wollte nochmal Cornelia zeigen, weil es gar so schön ist. Die Schranke passiert, die Autos müssen draußen bleiben, ich darf durch. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie aussieht.
Also diesen Küstenweg hier vom Ortweg sollte jeder mal gehen, der hierher kommt. Ist echt empfehlenswert, weil hier hat man den besten Ausblick auf das Dorf. Und es geht noch weiter hoch. Ich bin mal gespannt, wie es dann oben aussieht. Aber mit dem Rad, naja, ein bisschen eng hier. Ja, der Weg geht dann doch nur am Felsen entlang und nicht hoch, wobei da gingen Treppen hoch, aber ich glaube, das geht zum Restaurant. Hier könnte man weiter, aber das ist gesperrt, also geht's wieder zurück. So, da ging es tatsächlich nur zum Restaurant hoch, die Stufen, aber ich habe jetzt noch einen anderen Weg entdeckt. Dann nehmen wir den mal, dann haben wir wenigstens hier noch ein bisschen einen Ausblick. So, hier ist die Terrasse vor dem Restaurant und hier geht der andere Weg noch hoch. Bin mal gespannt, wo ich hier rauskomme. Vielleicht muss ich hier gar nicht mehr runter, weil es ist doch ein bisschen steil und rutschig. Aber Frank Peterle hat seine Schuhplatten wieder an, empfehle ich auf jeden Fall für solche Exkursionen. Rutschfest und ja, schützt vor Unfällen. Okay, also wenn man durch diesen ominösen Tunnel geht, dann kommt man hier zum Bahnhof. Mehr ist auch nicht hier, also geht es wieder zurück durch den Tunnel und so langsam raus aus Manarola. Das ist übrigens die Kirche San Lorenzo. 1160 war die Grundsteinlegung, somit ist Manarola das älteste Dorf der 5 Dörfer der Cinque Terre. Also hier kann man auch entlang laufen, das ist irgend so ein Pfad an den Weinbergen entlang. Wer hier also das Ganze zu Fuß ablaufen will und schöne Ausblicke erhaschen möchte, der kann hier auf diesem Weg entlang und hat bestimmt bombastische Ausblicke. Ich mache das jetzt nicht mit dem Rad, das ist mir dann doch eine Ecke zu wild, weil ich muss ja auch noch weiter nach Rio Maggiore. So, 12–13% geht es gleich wieder raus aus Nord, hoch zur Abzweigung nach Rio Maggiore. Allerdings ist die Abzweigung nicht so weit weg, zum Glück. Aber am Schluss muss ich den ganzen Weg wieder hoch zur Küstenstraße. Das bedeutet, dass ich das Video hier aus Manarola beende. Ich hoffe, es hat soweit gefallen, dann könnt ihr mir einen Daumen geben. Wenn nicht, gebt mir mal einen Daumen runter. Und abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video aus Rio Maggiore. Bis dahin, ciao, ciao.